Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 42 von The Legend of Heroes Trails-Abenteuer. Ja, wir haben jetzt alle Türen abgeschlossen. Ihr wisst, was das bedeutet. Es gibt nichts mehr zu tun, außer Rufina alias The Lord of Phantasma in den Hintern zu treten. Vorher wollen wir aber natürlich noch unsere Crew wieder verändern. Ich möchte Reese wieder dabei haben. Und würde sagen, wir haben genug gemacht. Auf geht's. Take off on the Assail. Once you depart on board the Assail, there will be no turning back. You will never be able to return to this garden again. Are you completely sure that you are ready? Ja. Very well then. In that case, let's call the others and leave for the Assail at once. So Leute, der letzte... Ich glaube, es gibt noch so eine Art Dungeon davor. Ja, okay, doch, es gibt einen Dungeon. Ach nee, das ist das, was wir kennen. Genau, das ist das, was wir kennen. Aber ich glaube, es kommt auch noch ein Dungeon. Kann sein, dass es... war das nicht das... Oh nee, auch Teams zusammenstellt und so ein Schüssel? Ich glaube, ja. Werden wir gleich sehen. Alright, everyone is now in position. If you would, Celeste? Of course. Please focus your minds, everyone. Focus on the image of this ship taking flight into the sky. That is all you need to do. Got it. This is gonna be easy. It's not a sight I've had the pleasure of seeing before, but I can easily imagine how beautiful it must be. Come to think of it, I was in this ship when I was being transported to a cell in Letzten Fortress. That was when my life really started to go off the rails. Ja, du bist doch selber schuld. If you are going to remain on board, sir, I would kindly ask that you cooperate. For this ship to fly again, everyone on board must be thinking of the same thing. If you are not willing to participate, you can always climb off and remain in the garden. No, I can cooperate, for realsies. Well, how did I even get myself into this mess in the first place? Well, aren't you being a good boy? Well, now that we have everyone's support, I think it's time to begin. Oh, is this? Yes, it's functioning. Sieht gut aus. Die Assail bewegt sich, ihre Propellers propellerisieren. Richtiger Fachterminus, dürfen wir nicht vergessen. Und ab geht die Luzi, würde ich sagen. Activation complete. The Assail is now ready to depart at any time. Scotty! We did it! I didn't want to think about what would happen if that failed. Well, we're finally ready. What should we do, Kevin? If we're ready, I'd say we should get going immediately. Our destination's set, so let's go there and finish this. Understood. If you would then, Julia? Certainly, Your Highness. Henceforth, this ship will be accelerating to maximum battle speed and exiting the planes. Start all engines and advance. Yes, ma'am. Und ab geht die Luzi. Und jetzt werdet ihr auch gleich das erste Mal sehen, wie es eigentlich in Phantasma so richtig aussieht. Komm, das spulen wir jetzt aber ein bisschen vor, weil, ja, wobei, das Flackern sieht schon komisch aus, wenn es zu schnell ist, gell? Ab geht die Luzi. Aber das sieht, finde ich, immer besser aus, wenn man es beschleunigt, weil sonst sieht es so langsam aus. So, das ist jetzt Normalspeed und das ist... So sollte es aussehen, finde ich, oder? Und... Ja. Wir ballern einmal so durch die kompletten Ebenen durch. Wow. So this is what the planes really look like. It's like being surrounded by a giant kaleidoscope. 3000 SPH, 3100, 200, wait a second, 3500, 800, 4300? Now going at 5000 SPH. What? But the Assail should only be able to reach 3600. I can only assume this is the result of how well you were able to combine your thoughts as one. This must be the Assail's theoretical maximum capability rather than its real-world maximum. This is amazing. Shouldn't take us long to reach our destination at that kind of speed. Are we still in the plains, incidentally? Yes, but we shouldn't be for much longer. Detecting a barrier in front of us.
120 seconds until impact. Full speed ahead. Prepare the main cannon for rapid fire. We're going to use it to force our way through. Right. Ja, ab geht die Luzi, würde ich sagen. So, Zwischensequenz. Oh, gerenderte Zwischensequenz, die genießen wir jetzt mal so. Ich halte die Klappe. Und das ist eigentlich Phantasma. Ich kann doch nicht die Klappe halten, aber ich fand es immer noch faszinierend. Also genau wie beim ersten Mal, es ist einfach dieses, das verbirgt sich eigentlich wirklich hinter dieser Welt. Alles, wo wir drin waren, war nur so ein Konstrukt in so einer riesigen Sache. Ich finde es völlig verrückt. Aber eine coole Idee. So, was sagen unsere Leute denn dazu? Wow. So this is how Phantasma looks outside of the plains. It's nothing but a barren wasteland. Our destination's coordinates are as I mentioned earlier. As long as we keep heading straight, we should reach it before long. Phew, guess this is our chance to take a breather. That was a real thrill now, wasn't it? Even Ouroboros doesn't have any airships quite this fast. It's only just starting to hit me just how vast Phantasma actually is, though. The plains felt big enough as it was, but this area around them seems even bigger. Indeed, it's astounding to believe that all of this is only a subsystem of the Aureoles. It also makes it even harder to believe that the Aureole could have disappeared as it did. Ja, aber hat's ja nicht ganz. Ist jetzt bei Ouroboros. Wobei ich sagen muss, schon mal ein kleiner Spoiler, was daraus letztendlich wird und geworden ist, dass sie die Aureole haben, keine Ahnung, bis dato nicht wieder aufgegriffen. Irgendwie alle anderen Pläne wurden ja danach auch vereitelt. Spoiler. Also, wer weiß. Yeah, I'm with you. There's no way that something capable of making an entire other world like this could just vanish all of a sudden. I found what I was looking for. Okay. Which means he probably collected it. Is something wrong, Kevin? Oh, nah, it's fine. I doubt what I'm thinking about has any direct connection to what's happening here. What the? There's a small flying object approaching us 200 sulk from behind. What? Genau meine Reaktion. How could there be another airship out here other than ours? No. It seems to be a pursuer from the plains. A pursuer? Bring down the main monitor. Try and get the pursuer up on it using the ship's rear camera. Understood. Wen haben wir denn da? It is... Ja... Ich sehe es noch nicht. Wer kommt da? Okay. Ein Viech. Wenn es jetzt Cold Steel wäre, würde ich sagen, das ist einer von diesen komischen Robo-Viechern, aber... Gibt's ja noch gar nicht. What's a silver dragoon doing here? Huh, I've never seen one in that color before. This is bad, it's going faster than us. At this rate, it's gonna catch up before long. That wouldn't be likely to end well either. The Ocel has been taken down by a dragoon once before as it is. Prepare for mid-air battle. Turn the ship and intercept that dragoon. No, there's no need to do that. What? This is new. The time has finally come to show you all my true brilliance. You actually got some? You feeling alright, buddy? Perhaps you ought to go and rest in the medical room, you seem confused. The rest of you can just stay there and watch. You're about to see a real hero in action. Das macht mir irgendwie Angst. And he's gone. What's gotten into that goofball? Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mehr. My moment has finally come. From now on, I will be the star of this show.
If this world really does respond to people's thoughts, then come forth, my wings, cleave of the clouds bluer than the bluest sky. My G Apache. Einfach kurz den Kumpel von Udo Lindenberg geholt. I knew you would answer to my call. I, Gilbert Stein, Company Commander of Ouroboros' 38th Enhanced Jäger Unit, will hereby commence diverting that dragon and taking it out of the sky. Ja, cool. Nett von ihm irgendwie, ne? Oh, he had that thing when we were in Grand Cell. I had no idea that's how you wrote it. I know that thing. So he was the one who attacked the Bobcat. Maybe his idea wasn't so stupid after all. It might not be as strong as that dragon, but in terms of maneuverability, it actually keeps up fairly well. Ja, es ist wirklich sein Time to shine, muss man ja ehrlich mal sagen. He's actually fighting well. Yeah, I'm impressed. I always figured he was just some loser, but maybe he's got more guts than I thought. Yeah, I feel like I'm seeing him in a whole new light now. Still, while he's putting up a valiant effort, I can't see him being able to actually take it down. Indeed, perhaps it would be best for us to turn around and engage it directly. I told you there isn't any need for that. Oh, I mean it, get going. It's not like I would have been able to help you out in battle much anyway. I might as well do my part some other way. You're certain about this? Sure, I might not be able to knock it out of the sky, but I can get it out of your way. Then, when you're safely escaped, I'll make my own retreat and follow on after you. Understood. I shall be praying for your success. Same to you. Das ist das erste Mal, dass Gilbert wirklich sowas wie Rückgrat beweist. Wow. He sure knows how to steal the spotlight. Honestly, he should be fine. He's pretty skilled at operating that thing. He gave me and my brothers hell when he attacked us before. Well, I guess all we can do is believe in him now. Let us pray to Adius for his safety. Indeed. All engines full speed ahead. Don't slow down until we reach our destination. Yes, ma'am. Ja dann, gib Gummi. Nett von ihm? Huh. Moments like these are the best part of being a hero. Ja, ich glaube, er hat das nicht so durchdacht. If only there were more people here to marvel at just how cool I am in this very moment. What? Da hat er seine mehr, Leute. Wait a second, you can't gang up on me like that. That's messed up. Still, can you hear me? I take it all back. I take it all back. Crap, they're out of range. Ja, er ist und bleibt doch der gleiche liebenswerte Idiot, der er immer war. Unterhaltsam, aber ein bisschen dämlich. Adius, help me. So. Huh? You guys hear something? I didn't. Detecting a giant structure 120 Silk ahead of us. Ich glaube, das sind 1,2 Kilometer. Ich glaube, ein Silk sind 10 Meter oder irgendwie sowas. I think this is where we were headed for. We should be able to get a visual on it before long, then if it's then close. Joshua, could you move the main camera to face it? Of course. Zooming in as far as I can on the target. Yeah. I've got it. Putting it up on the screen. Das sieht ultra geil aus. Das erinnert mich auch so ein bisschen an das, was Final Fantasy XIV mit dem Shadow Lord? Nee, warte, wie hieß denn das nochmal? Das dritte DLC auf jeden Fall, dritte Add-on. Da gab's was Ähnliches. So, what's that? Oh, it looks like something out of a fairy tale. It looks like some sort of palace, or perhaps castle is the more appropriate word for it. So that's where the Lord of Phantasma waits for us, great castle standing in the wilderness. Quite the romantic concept. Rufina's waiting for us there? No doubt about it. That's one scary-looking castle she's built herself, huh? I'm already shaking my strigas. What should we do now, Kevin?
Let's try and get closer and see if there's a way in. Careful, though. I don't think our arrival's going to come as much of a surprise for her. Understood? Our sail decelerates. As soon as we reach the target, begin to slowly circle around it. Okay. Ich dachte, das Schiff kann vielleicht auch sprechen. Wirkt so ein bisschen so, ne? Oh, wieder als Sequenz. Schön gemacht. Ich liebe diese Rendersequenzen. So ein bisschen so soll es eigentlich aussehen. Ich vermisse diesen alten Stil echt ziemlich. Der lässt einfach so viel mehr Platz für Imagination. Dann gibt es immer diese Momente, wo du siehst, okay, so soll es aussehen. Und das Ding ist, wenn du so ein Spiel hast von einem Entwickler, der nicht das Riesenbudget hast, dann wirst du diese Vision sowieso im Spiel nicht erreichen. Final Fantasy kann es erreichen, weil die irre großes Budget haben und auch den Wert darauf legen, zu sagen, wir müssen die geilste Grafik haben. Und deswegen finde ich diesen Stil eigentlich für Trails so viel passender. Schicke Sequenz. Weil er eben wie ein gutes Buch die Imagination offen lässt und arbeiten lässt. Und gleichzeitig hat man eine sehr gute Vorstellung davon, wie es aussehen könnte. Das ist einfach das ist eben das, was ich mit dem 3D nicht so geil finde, ist, es ist sowieso nicht das, was man gerne davon hätte. Wisst ihr, was ich meine? Es will mehr sein, als die Artworks versprechen können. Aber zu so einem großen Teil, dass es wirklich eher hinderlich ist, als zum Beispiel hier, wo man einfach sehr viel reinlegen kann. Naja. Und gerade mit Crossbow werdet ihr sehen, wie wunderschön das sein kann. Diablo 4 ist auch ein Spiel, was isometrische Ansicht hat. Und klar, auch da wesentlich größeres Budget. Allein für die Grafik wird schon mehr Raum für gewesen sein. Aber auch da sieht man, mit so einem Stil, man kann das noch wahnsinnig hübsch machen. Deswegen schade, dass es nicht mehr tun. So, weiter im Text. This has to be the main entrance. There sure are a lot of doors, though. The design seems to resemble the cathedral in Altaria. Kevin? Rufina, we know you're in there. I'm not gonna run and I'm not gonna hide. So come out and let's settle this once and for all. I praise you on coming all this way to face me. Welcome to Phantasmagoria, my castle. But the time for talk is long past. May we begin the final game. Okay. Ziemlich offensichtlich, was man tun muss, oder? Werdet ihr gleich aber auch noch verstehen. Es ist relativ easy. The man who seeks to atone and his attendant must proceed through the great door above. All others must proceed in equal numbers through the 3 doors below. At the end of each wing you shall find a banquet. I pray it is worthy of your satisfaction. Now let the fun begin. This is where the fun begins. Rufina, I see that she intends to obsess over rules to the bitter end. I imagine that if you don't do as she asks, you will never be able to reach her. But keep in mind that much as we are bound by rules, so too is she only able to exist because of them. There shouldn't be any traps that would violate them inside. So she's finally ready to face us head on, huh? So it seems. And what a thrilling invitation she's giving us. I couldn't be more excited. I sort of get what you mean. Although in my case, it's about 50% excitement, 50% nerves. Well, it's about time we all get the chance to thank her for getting us wrapped up in this mess. I ain't gonna back down from a fight once someone else has thrown down the gauntlet. Bring it on. Come on, Agatha. Regardless, our path is set before us now, and we have no choice but to walk it. We still need to ascertain whether this land possesses a threat to the peace of Liebel after all. Exactly, Julia. That's just one more reason why we can't afford to back down. Scotty! Maybe I just want to hurry back to my brothers so they don't worry much about me, but that's more than a good enough reason in my book. And I get the real earful from Kilika if I stuck around this place for too long. As it so happens, I would be more than content to spend eternity here with all of you, but I suppose that's no longer an option with all things considered. It never was an option, you idiot. Dass aber auch jeder noch was sagen muss, ne? I'm glad all of you are with us. Thank you. You guys ready then? We're gonna need to split up into 4 teams of 4
if what we've heard is anything to go by. Reason are gonna take the top gate. Other than that, anything goes. So it seems. Still, the challenges beyond the great upper gate are likely to be significantly more dangerous than any of the others. That may be something to bear in mind when choosing your teams. So, und genau, wir safen erstmal. Machen wir mal lieber hier hin. Hinterher habe ich irgendwie wieder was vergessen, man weiß es ja nicht. Right gate the Golden Giant, left gate the Black Guardian, main gate the Crimson Lizard and giant gate the World's Will. Party 1. Dafür nehmen wir... Oh, unsere erste Party wird ein wilder Mix. Wir nehmen Ren, wir nehmen Sin, wir nehmen Olivier und ich möchte noch Josette da drin haben. In dem zweiten Team sehe ich ganz ehrlich Tita, dazu Agathe, weil einfach aus prinzipiellen Gründen. Dann nehmen wir dazu noch Estelle und Richard. Team Nummer 3 nehmen wir Shira, Julia, Annalise und Mueller. Und Chloe und Joshua hätte ich ganz gerne in meinem vierten Team. Sieht gut aus, ne? Machen wir. Zack, fertig. Reorganize Party, proceed. Dann ab geht die Luzi. That's everything. Yeah, time to get moving. I wish you a smashing success. When Gilbert eventually arrives, I will explain everything to him as well. Thanks. You guys have been good enough to come all this way with me, so giving some overblown speech full of cliches just feels kinda stupid, so I'm gonna keep this short and sweet. See you at the top, and don't even think about dying, got it? We're all getting out of here together. Right. Und damit geht's rund. Schön, dass sie sogar beide Treppen nehmen. Das macht mein inneres OCD richtig glücklich. Womit fangen wir denn an? Ich weiß es nicht, aber spontan würde ich einfach sagen, wir fangen oben an, oder? Right Gate, fertig. Was haben wir denn hier? So, Phantasmagoria Right Gate. Ab geht die Luzi. Was haben wir denn hier? Achso, das ist einfach nur Strange Power. Da könnte ich mich einfach ausruhen. Okay. Ach, ich müsste die vielleicht nochmal richtig ausrüsten, gell? Wir werden es gleich sehen. Ob wir da einen guten Deal gemacht haben oder nicht. Aber prinzipiell möchte ich ja hier auch S-Craft sammeln, deswegen würde ich behaupten, ist das erstmal in Ordnung. Ja, mach mal. Guck mal, sogar ein Level-Up schon direkt. Die Frage ist gerade nur, habe ich alle gut ausgestattet? Ja. Ja, oder habe ich hier noch was anderes? Nee. Wer müsste eigentlich auch ausgerüstet sein? Josette eigentlich auch. Nee, dann sind das einfach Lappen. Ich würde mich aber nochmal heilen, wenn wir schon mal hier sind. Das ist mir irgendwie ganz schön... Wir haben ganz schön viel Lebensenergie verloren dafür, dass wir da eigentlich nur durch wollten. Frage ist, kommt der jetzt wieder? Wir sehen die auch nicht, weil keiner von meinen Leuten hat irgendwie einen Heaven's Eye oder so. EP Charge? Hope you find your happy ending. Das ist nett, dankeschön. Ich habe mir übrigens diesmal tatsächlich auch Karten rausgesucht. Also wir kommen hier relativ entspannt durch. The chest is empty, then it was like a second ago. Das heißt, ich wollte jetzt hier fürs Finale nicht unnötig Zeit mittendrin verlieren. So, da gehen wir einfach dran vorbei. Kein Bock. Die Frage ist nur, haben wir vielleicht... Die Ornaments haben wir nämlich noch nicht gemacht. Siehst du mal. Dann können wir einem nämlich auch noch... Hier, Josette nämlich... Können wir einem auch noch ein Information-Dingens geben. Be able to perceive enemy status, display strategies, locating on Minimap. Oder was? Heaven's Eye. Commands the effective Eagle's Eye Information. Machen wir einfach. Eagle Eyes nämlich can see from a distance. Genau, das wollte ich.
Dann, wir haben doch Nothingness bekommen von... Ach, kann sie gar nicht, weil sie ein Lappen ist. Okay, Nothingness. Attack, ja. Dann machen wir hier mal ein Sapphire Gem hin. Ich will den da hin. Und den. So. Jetzt sollten wir die nämlich schon sehen. Exakt, sehr gut. Ich habe nämlich keinen Bock, in die jetzt die ganze Zeit reinzulaufen. Wir müssen jetzt einmal geradeaus. Hier gibt es nämlich gleich so einen Bogen, den wir quasi laufen. Nee. Ich dachte, ich hätte die von hinten erwischt. Und hiermit, genau, hier ist einfach eine. If things seem too difficult and you feel like giving up, take a quick break and then keep going. You've already made it this far, right? Sehe ich nämlich auch so. Jetzt ist kein Moment, um aufzugeben. So. So. Das wollte ich. Ich wollte hier nämlich einen klaren Vorteil haben. Weil alleine Olivier dann doch noch ein bisschen zulegen muss bei seinen CPs. Und die anderen haben ja auch immer noch Spielraum nach oben. Und guck mal, Josette auch eine Stufe aufgestiegen. Die geben auch echt richtig viele Erfahrungspunkte. Es lohnt sich also gerade auch richtig. 2 Stück sollte doch kein Problem sein. Sagte er und bedachte nicht, dass vielleicht die eigenen Figuren ein bisschen zu doof beim Zielen sind. Aber schaut euch das an, wie viel das ist. Das ist wirklich gut. Hier werden wir noch ordentlich aufsteigen. Lohnt sich also. Curia Bomb. Go on, get out of here. Okay. So, ich muss noch kurz auf meine Karte gucken. Da oben waren wir schon. Als nächstes rechts. Dann... Oh je, da ist ein Gegner, den wir leider blöd erwischt haben. Wenn die so schweben, ist manchmal echt gar nicht so einfach, die vernünftig zu treffen. So, und jetzt müssten hier mehrere Kisten sein. 2 Stück sogar, okay. Das Schöne an diesem Gegner gerade ist, den kann man einfach extrem leicht ausweichen. Maybe I should take a little journey of my own. What do you think? Okay. Think I can get a stained glass window installed on me? Nein. Glaube ich nicht. So, das war gut. Die geben nämlich auch wirklich ordentlich Erfahrungspunkte. Das heißt, es lohnt sich, die auch anzugreifen. Sind eine aufgestiegen. Olivier eine aufgestiegen. Läuft sehr schön. Also, wir werden hier nicht jeden Kampf mitnehmen. Auch schon einfach nicht können. Aber zumindest werden wir versuchen, das Beste draus zu machen. So, hier ist noch eine Kiste. I hope you took away a lot of happy memories from this. Danke. Werde ich tun. Hier müsste auch noch eine Kiste drin sein. Jawohl. Thank you. Kein Problem. So, hier ist nochmal... Oh, nee, kein Bock. Geh weg. Sehr schön. Eine weg. So, wenn das jetzt reichen sollte. Sehr schön, jawohl. Dann ist es nämlich extrem viel einfacher für uns. Und, ey, da könnten echt noch ein paar Levels jetzt dazukommen auf unsere wunderbare... Was ist das denn? Stone Monument? Ach ja, guck mal, habe ich auch auf meiner Karte draufstehen. Hier einfach lesen können. Aber lesen ist wahnsinnig schwer. Was? Frech. Okay. Das lasse ich so nicht auf mir sitzen. Und werde ballern. Siehst du, Josette auch wieder eine Stufe aufgestiegen. Okay, ich glaube, wenn ich es hier aber clever mache, was ich gerade jetzt nicht gemacht habe, weil ich dumm bin, wir laufen. Ich habe keinen Bock, dass jetzt jemand seine ganzen EPs verliert. Das ist mir zu blöd. Und auch einfach zu unnötig. 3 Stück, sehr schön. Raffles. I wonder how many treasure chests have helped you out. Mehr als 2. No shame in reaching for seconds in here. Afraid I'm all out though. Crimson Scythe. You were so patient. Was it worth the wait? Warte mal, habe ich die Crimson Dingens bei ihr schon ausgerüstet? Ja, habe ich schon. Also habe ich die jetzt einfach doppelt.
Ja, okay, warum nicht? Ne? Warum nicht? So, und jetzt vermöbel ich euch. Einfach aus Prinzip. Guck mal, und wir füttern unsere CP-Anzeige wie ein Held. Ja, nee, die haben wir schon besiegt. Ich sehe das aber auch nicht ein, wenn die einfach wieder spawnen und ich die eigentlich schon besiegt hatte. So. Finde ich frech. Guck mal, nochmal 2 Truhen. Could it be a friend? Tier all balm und insert. Ja, garantiert nicht. Aber mit Blick auf die Karte und auf die Uhrzeit würde ich hier den ersten Cut machen und würde sagen, Leute, wir sind im finalen Dungeon angekommen. Es gibt jetzt noch... Also die sind per se nicht so lang, aber es gibt insgesamt 4 Stück davon. Den ersten haben wir aber fast fertig. Ich kann euch versprechen, hinter dieser Tür wartet der erste kleine Boss. Und danach ist nicht mehr lang, dann kommt auch ein richtiger Boss. Und deswegen finde ich diesen Moment perfekt zu sagen, um zu sagen, wir machen hier einen kleinen Cut und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's weiter mit Le Final Dungeon. Bis dahin, danke fürs dabei sein und tschüss.